Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Viele von euch haben uns ja unter den letzten Videos kommentiert, dass sie sich gerne ein Video zum Zelt wünschen würden. Und deswegen zeigen wir euch heute, wie man von der Zeltbahn zu diesem Zelt kommt und was es dabei zu beachten gilt. Dann schauen wir uns als erstes an, was der Soldat von damals jeweils dabei hatte. Dazu zählt die Zeltbahn, die Dreieckszeltbahn in Buntfarbendruck 31, wie wir sie hier sehen in der gepackten Form. Dann eine Zeltleine aus Hanf. Diese wurde sehr häufig schwarz eingefärbt. Wir haben sie jetzt aber hier in Hanf belassen. Und eine Zeltstange aus Holz mit Metallbeschlägen. Und am Ende noch 2 Erdnägel bzw. Heringe. Die sind jetzt hier aus Aluminium, die gab es aber auch aus Holz mit Metallbeschlägen oder aus Bakelit. Das Ganze braucht man für ein ganzes Zelt natürlich 4-mal, weil sich 4 Soldaten immer zusammengefunden haben, um ein Zelt zu bauen. Und dann fangen wir mal mit dem Zeltaufbau an. Die Dreieckszeltbahn im Buntfarbendruck 31, wie wir sie hier sehen, ist von der Grundform dreieckig, hat 2 Seiten. Eine Sommerseite, wie man sie hier sieht, und eine Herbst-Winterseite, die etwas dunkler ist. Und ist im Grunde wasserdicht. Sie saugt sich erstmal mit Wasser voll, um dicht zu werden, und danach weist sie das ab. Das ist natürlich nicht mit heutigen modernen Stoffen zu vergleichen und ist um einiges dicker. Hier sehen wir gleich, was wir für den Zeltaufbau brauchen. Das ist eine weitere Hanfschlaufe, die angebracht wurde, auf der Rückseite hier mit Knoten. Die brauchen wir ganz einfach, um das Ganze zu spannen. In der Mitte ist in der Zeltbahn so ein Schlitz. Da man die Zeltbahn auch als Poncho tragen kann, ist das zum Durchführen des Kopfes gedacht. Es ist aber auch, wenn man das Zelt baut, eine Art Belüftung. Das heißt, da kann man dann einen Stock oder Ähnliches dazwischen machen, dass das offen bleibt. Dann befinden sich am Rand der Zeltbahn eine Reihe von Knöpfen, die man neben den Knopflöchern sieht, dass man die Zeltbahn doppelt zusammenknöpfen kann, was wir auch gleich machen. Und eben noch weitere Ösen. Diese braucht man jetzt zum Aufbauen des Zelts nicht unbedingt. Aber die Öse da oben ist wichtig, denn hier werden alle Zeltbahnen zusammen mit einer Zeltstange verbunden. Und das ist sozusagen dann die Spitze des Zelts. Für ein ganzes Zelt brauchen wir natürlich 4 von diesen Zeltbahnen. Es gibt verschiedene Formen des Zelts, wie man es aufbauen kann. Wir haben uns jetzt eben für die ganz einfache Variante entschieden, die 4-Mann-Pyramide. Das kann man beliebig lang erweitern oder eben auch in die Höhe gehen. Da gibt es verschiedene Variationen. Kommen wir nun zum ersten und zeitaufwendigsten Teil des Prozederes, die Zeltbahn zusammenknöpfen. Diese 4 Zeltbahnen müssen wir jetzt verbinden. Normalerweise haben das natürlich 4 Soldaten gemacht. Ich habe jetzt das Vergnügen, das Ganze alleine zu machen. Wie man hier noch sieht, was ganz wichtig beim Zuknöpfen ist, dass man in eine Richtung die Zeltbahn zusammenknüpft. Also nicht zweimal oben, zweimal unten, sondern dass man sich überlegt, diese Zeltbahn ist jetzt zum Beispiel ganz unten, dann ist diese da drüber, diese ist da drüber und diese ist wieder ganz oben. Und das muss man auch beachten, wenn man die Zeltbahn hier aufschlauft, weil sonst kann es da zu Problemen führen. Wir sehen, ist die Zeltbahn jetzt hier zusammengeknöpft. Hier wird später der Eingang sein, deswegen ist sie sozusagen bis hier doppelt geknöpft und hier nur einmal, weil die müsste man alle wieder aufmachen, die Knöpfe. Und die Grundform entsteht jetzt schon. Kann man, wie gesagt, mit einem Spaten hier einhämmern oder mit einem Beil oder Hammer oder Stein, was man so findet. Das nächste, was wir brauchen, sind ja die Zeltstangen. Wie wir sehen, haben wir ja 4 Stück natürlich hier. Die schiebt man so zusammen und dann ergeben sie die Mittelstange fürs Zelt.
Da wurde natürlich früher auch einfach mal ein Stock genommen oder alles Mögliche, was sonst so rumliegt. Ja, und das kommt in die Mitte des Zelts. So, jetzt gehen wir hier durch die Öffnung sozusagen rein und führen die Stange durch die oberen Löcher durch. Alle Zeltbahnen sind aufgeschlauft und jetzt kann ich stückweise das Zelt hochheben. Dazu muss ich natürlich von der Zeltbahn runter, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den Eingang. Und hebe das Zelt Stück für Stück. Manchmal muss man dann noch die Heringe versetzen, wenn man jetzt zu doll gespannt hat. Und im Grunde steht das Zelt jetzt. Allerdings sehen wir hier noch, dass die Flanken nicht gespannt sind. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal noch mal raus aus dem behaglichen Zuhause. Und da dies auch die oberste Zeltbahn ist, einfach aussteigen. Das Zelt kann jetzt so eigentlich schon benutzt werden. Das wäre auch für eine Sommernacht ausreichend. Allerdings machen wir jetzt mal das Zelt komplett fertig. Dazu kommt diese Schlaufe zum Einsatz. Damit spannen wir das Zelt, geben zeitgleich mehr Platz im Innenraum und heben es vor allem vom Boden ab, weil viel Feuchtigkeit wird über den Boden übertragen. Und wenn man hier so einen Abstand zum Boden hat, ist das für das Klima im Zelt besser. Kommen wir jetzt zur Zeltschnur. Die Zeltschnur wird benötigt, wenn zum Beispiel Sturm oder sowas erwartet wird oder man wirklich lange in dem Zelt sein will. Dann schlauft man die hier oben auf und kann das Zelt nochmal zusätzlich in alle 4 Richtungen, weil man hat ja 4 Zeltleinen, abspannen. Je nachdem, zum Beispiel in abschüssigem Gelände ist das auch wichtig. Wir machen das jetzt allerdings nicht und machen direkt weiter mit dem letzten Schritt des Zeltbaus. Und zwar kann man sich ja denken, dass vor allem die Spitze des Zelts der Schwachpunkt ist für Nässe und Ähnliches. Und deshalb wird da ein Helm draufgelegt, um Feuchtigkeit etwas abzuleiten. Das sieht man sehr, sehr, sehr häufig. Wenn man jetzt, wie ich bereits sagte, im warmen Bereich unterwegs ist, bietet sich das natürlich an, für etwas Belüftung zu sorgen. Und somit kann man dann das hier aufknöpfen, einen Stock oder Ähnliches dazwischen spannen und somit für frische Luft im Zelt sorgen. Wenn man jetzt das Zelt betreten will, kann man das natürlich einerseits einfach hier durch das Loch machen, ist aber relativ umständlich, deswegen kann man hier den Hering an der Ecke nochmal lösen, den nur durch diese Zeltbahn schlaufen und diese halbe Zeltbahn dann einmal umschlagen oder nach hier abspannen, ist alles möglich. So. Ich sagte ja zu Beginn, dass es ein 4-Personen-Zelt ist. Heutzutage stellt man sich unter einem 4-Personen-Zelt was anderes vor als das. Allerdings war das wirklich nur zum Schlafen gedacht und auch nur im Notfall. Also es war eher präferiert, sich irgendwo eine Unterkunft zu suchen, sich irgendwo einzuquartieren, in Fahrzeugen zu schlafen oder Ähnliches. Und das war sozusagen, wenn man nichts anderes übrig hat, dann legt man sich hier rein. Es haben natürlich auch nicht immer 4 Personen drin geschlafen, sondern einer stand zum Beispiel auch Wache oder man hat sich abgewechselt, Ähnliches. Aber es ist im Prinzip möglich, wenn man sich jetzt hier hinlegt. Ich bin fast 1,90. Ich kann mich hier reinlegen. Es wird natürlich etwas kuschelig zu den Seiten, aber es ist möglich. Des Weiteren fällt natürlich auf, dass das Zelt keinen Boden hat. Das heißt, man hat auf dem blanken Boden geschlafen oder sich Decken reingelegt oder Stroh oder Ähnliches. In einer warmen Sommernacht geht das natürlich auch so, allerdings natürlich nicht das Gemütlichste, was man sich vorstellen kann. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, warum es so wichtig ist, das Zelt in der Mitte abzuspannen. Man hat hier einen konstanten Belüftungsabstand und auch keine Feuchtigkeitsbrücken und man hat um einiges mehr Platz. Wenn man sich das Ganze jetzt hier hinten anschaut, wo wir es zu Demonstrationszwecken nicht abgespannt haben, sieht man, dass die Zeltbahn durchhängt. Sie berührt den Boden und sie kommt auch dem Soldaten entgegen, im Gegensatz zu hier, wo das schön weit weg ist. Man verliert also Platz im Innenraum. Nachdem wir jetzt das Zelt aufgebaut haben, kommen wir zu den verwendeten Materialien.
Als erstes sind das die Heringe oder Erdnägel. Da fängt schon die erste Frage an. Was ist der Unterschied zwischen einem Hering und einem Erdnagel? Bei der Wehrmacht hieß das Heringe, bei der Bundeswehr heißt das Erdnagel. Was ist jetzt der Unterschied? Was definiert ein Hering, was definiert ein Erdnagel? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Nun aber zu den bei der Wehrmacht verwendeten Exemplaren. Da haben wir einmal den wir verwendet haben, die Aluminium-Variante mit der verstärkten Rippe auf der Rückseite und oben dieser kleinen Öse. Aluminium, wie ihr wisst, wurde im Krieg sehr rar und wurde durch Ersatzmaterialien ersetzt. Da wurde als erstes auf Holz zurückgegriffen. Das hier ist Buchenholz mit Metallbeschlägen. Hier wurde dann eben Zeltbahn eingehakt oder die Zeltleine. Und dann gibt es noch diese Bakelit-Variante. Als Alternativen zu den Originalen gibt es da verschiedene Optionen auf dem Markt. Am ehesten treffen das da diese NVA-Stahlheringe, die gibt es in Natur und verzinkt und sehen ähnlich aus zu diesen Aluminiumheringen der Wehrmacht. Dann gibt es natürlich noch ganz normale Erdnägel, wie man sie heute kennt. Und diese, wie sie im Schweizer Zeltbesteck zu finden sind. Das Schweizer Zeltbesteck ist dann auch gleich der Punkt. Das ist das hier. Das wird sehr, 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 sehr häufig als Wehrmachtszeltbestecktasche angeboten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Schweizer Armee einen ähnlichen Splittertan wie die Wehrmacht hatte. Aber die sind auch fast immer hier mit dem Schweizer Kreuz gekennzeichnet. Die gibt es auch in Feldgrau. Hier 41, sieht man auch. Die Wehrmacht allerdings hatte keine Tasche, keine Zelttasche. Die Heringe und Zeltstangen wurden lose transportiert. Es gab eine relativ kurze, also etwa so lange Zeltbestecktasche. Diese war allerdings entweder von Parteiorganisationen oder im Tornister, aber nicht am Mann. Und im Tornister eben auch wirklich nur vorm Krieg. In diesem Schweizer Zeltbesteck finden wir auch diese Schweizer Zeltstangen. Wenn man die jetzt mal mit den Wehrmachtszeltstangen vergleicht, sind die ein Stück länger. Die originalen Wehrmachtszeltstangen sind 37 cm lang. Es gibt auch in dem gleichen Baumuster die norwegischen, die sind 39 cm lang, also ein Stück länger. Und es gibt französische oder von der KVP früher, die sind kürzer. Aber durch Schwankungen im Boden fällt das nicht so stark auf. Diese allerdings sind, wie gesagt, viel länger und auch komplett anders gebaut von der Konstruktion her und deshalb sind da auch nur 3 drin. Wenn man diese benutzt, ist das Zelt zu tief, also zu kurz. Wenn man 4 davon benutzt, ist es wiederum zu lang. Das heißt, man müsste, um dieses Zeltbesteck zu benutzen, wenn man das jetzt möchte, müsste man noch eine 4. Zeltstange nehmen und diese kürzen. Ja, und hier befinden sich dann eben noch diese Schweizer Heringe. Dann hoffe ich, dass ich alle eure Fragen zum Zeltaufbau beantworten konnte. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Leben im Feld habt oder ähnliches, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.